Herzlich willkommen auf Rabea's Kitchen. Es ist wieder Rhabarber- und Erdbeerzeit, deshalb gibt es in diesem Video für euch einen super leckeren Pudding-Streuselkuchen mit Rhabarber und Erdbeeren. Ich starte mit dem Mürbeteig für den Boden und die Streusel in einem. Dafür gebe ich 250 Gramm Mehl in die Schüssel, 100 Gramm Zucker, 120 Gramm kalte Butter, ein Ei und eine Prise Salz. Wer mag, kann noch Vanilleextrakt hinzufügen oder Vanillezucker oder ihr könnt auch die Zeste von einer Bio-Zitrone nehmen. Das Ganze wird jetzt erstmal mit den Händen verknetet, am besten erstmal nur mit den Fingerspitzen. Und am besten so verkneten, dass ihr direkt Streusel bekommt, also keinen festen Teig. Und wenn ihr das dann habt, gebt ihr ungefähr ein Drittel in einer separaten Schüssel. Und das kommt dann erstmal beiseite und mit dem restlichen Teig, das verknetet ihr dann zu einem festen Teig. Dann nehme ich mir eine 26 cm Springform. Die habe ich eingefettet und bemehlt. Darin verteile ich jetzt den Teig. Ich entnehme mir mal immer so sicherheitshalber ein klein wenig Teig für eventuell Lücken, da ich das Ganze jetzt mit der Hand in die Springform einarbeite. Macht ihr euch so einen kleinen Rand noch zusätzlich und wenn ihr das dann habt, kommt der Boden und die Streusel erstmal in den Kühlschrank. Als nächstes geht es mit den Erdbeeren und mit dem Rhabarber weiter. Natürlich erstmal waschen und den Rhabarber, den schäle ich erstmal vorher. Was macht ihr? Schält ihr den oder schält ihr den nicht? Manchmal gibt es Leute, die schälen ihn nicht. Das würde mich mal gerne bei euch interessieren. Also ich mag das jetzt nicht so mit den ganzen Fäden im Kuchen. Also wie gesagt, ich schäle den erstmal und dann wird der in kleine Stücke geschnitten, ebenfalls die Erdbeeren auch. Das kommt dann beides in eine Schüssel, gebe den Saft einer halben Zitrone hinzu und gebe noch ein Päckchen Vanillezucker dazu. Wer mag, kann natürlich auch ganz normalen Zucker nehmen oder auch braunen Zucker, ganz wie ihr mögt. Das stelle ich jetzt ebenfalls kurz beiseite. Dann geht es weiter mit dem Pudding. Der wird jetzt ganz normal nach Packungsanleitung gekocht, aber statt mit 500 Milliliter nur mit 400 Milliliter Milch. Von den 400 Milliliter Milch gebe ich etwas zum Puddingpulver und dem Zucker hinzu. Das wird jetzt erstmal klümpchenfrei verrührt und dann, wie gesagt, ganz normal nach Packungsanleitung kochen. Da wird erstmal einfach die restliche Milch erhitzt und wenn die Milch dann warm wird, nach und nach das Puddingpulver mit dem Zucker dann hineinrühren. Wenn er dann eingekocht ist und so dick geworden ist, gebe ich noch einmal 200 Gramm Schmand hinzu. Wer keinen Schmand hat, kann auch Crème fraîche nehmen oder Frischkäse. Das wird dann ebenfalls hineingearbeitet, schön verrührt. Die genauen Mengenangaben zum Rezept gibt es wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Dann nehmt ihr euch eure Springform wieder aus dem Kühlschrank und da hinein füllt ihr dann den Pudding. Einmal gleichmäßig verteilen. Falls ihr übrigens keine Rezepte mehr verpassen wollt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video online ist. Als nächstes kommt Rhabarber und Erdbeeren obendrauf. Achtet bitte darauf, dass ihr den Sud bzw. den Saft, der unten an der Rührschüssel ist, nicht mit auf den Pudding gibt. Und dann nehmt ihr euch eure Streusel ebenfalls aus dem Kühlschrank. Das wird dann oben drauf verteilt. Und dann kommt der Kuchen für mindestens 50 bis 60 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. Einfach so lange, bis die oben goldgelb gebacken sind. Jeder Backofen ist anders, also denkt dran, so zwischen 50 und 60 Minuten. Meiner hat ganz genau 56 Minuten gebraucht. Den habe ich dann in der Springform leicht auskühlen lassen und dann erst entfernt, so circa 10 Minuten.
Und dann bitte auf Zimmertemperatur 6 bis 8 Stunden komplett auskühlen lassen. Ihr könnt es aber auch gerne in den Kühlschrank stellen. Ich habe es jetzt auf Zimmertemperatur gemacht und dann erst angeschnitten. Schaut euch doch mal, wie super der aussieht, wie die Farben schön glänzen von dem Rhabarber und den Erdbeeren. Der ist wirklich super cremig, fruchtig und knusprig durch die Streuseln. Ha, einfach köstlich. Probiert den Kuchen unbedingt aus. Schreibt mir in den Kommentaren, wie er euch gefallen hat. Wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Bis zum nächsten Video. Eure Rabea. Bye bye.